und herzlich willkommen. Ja, es ist Samstag. Ich habe meine Häkelprojekte bereitgestellt und dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting. Nur als kleine Info. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Eigentlich dachte ich, ich hätte mehr in den Fingern gehabt, aber anscheinend nur die 2 Projekte hier. Ja, ist manchmal so. Was will man machen? Gleich am Anfang wollte ich kurz Bescheid geben, dass zu diesem Granny, zu diesem Überkreuzmuster, dass da jetzt am Sonntag das Video online geht. Nur als kleine Info, falls da jemand gewartet hat, das Muster kommt jetzt. Und die 2 Sachen, die ich dir jetzt noch zeige, die dauern noch ein bisschen, aber da werde ich dann auch eine kleine Anleitung machen. Als erstes zu meinem fertigen Projekt. Das habe ich ja auch mit der 4er Nadel gehäkelt. Die Nadel hatte ich aus dem Teddy. Ich bin mit dieser Nadel sehr zufrieden. Liegt schön in der Hand, man kann gut mit ihr arbeiten. Die bleibt in meiner Routine mit drin. Ja. Und hier ist einmal das Garn, was ich genutzt habe. Ich habe da jetzt 4 Knäule drin von diesem Garn in dem Schal. Und ja, damit habe ich das einmal komplett aufgebraucht. Der Schal ist auch schön lang geworden, also der liegt jetzt noch doppelt. Man sieht es, er ist wirklich schön zum Einmummeln geworden. Zwar nicht so breit, eine Handbreit ist er, aber ja, ich finde, für meine Kleine reicht's. Genau. Das letzte Mal habe ich Ihnen gezeigt, da war ich hier und einmal fast die Hälfte kam jetzt neu dazu. Ich hatte ja den 3. Knäuel schon angefangen und das bisschen ist noch vom 3. Knäuel. Und dann jetzt die 3 und 4 sozusagen mit drin. Ja, also einmal abgeschlossen, dieses Projekt. Den Maschenmarkierer lege ich nicht so weit rüber, denn ich habe wieder was Neues angefangen. Und da brauche ich dann den Markierer. Ja, ich hoffe, meine Tochter freut sich hier über den Schal. Ich glaube, der passt ganz gut. Sie hat immer so eine schwarze Jacke. Und sie mag Grün sehr gerne, auch wenn das jetzt mehr ein helleres Grün ist. Aber ich glaube, der gefällt ihr hoffentlich gut. Und wenn nicht, zieht sie nur zum Spazierengehen an. Meine Güte, wenn sie nicht in der Schule anziehen möchte, dann nur beim Spazieren halt. Ja, dann komme ich schon zu dem Herzchentuch. Das häkle ich ja auch einmal mit einer 4er Nadel und dem Garn von Miss Pimpinella. Einmal vierfädig, 900 Meter, die 24-22 und das Pink-Rosa ist jetzt schon drin. Ich bin jetzt bei Rosa, Grün, Weiß. Und daraus werden jetzt auch noch die Herzchen gehäkelt. Und ich dachte, wenn ich hier diesen Übergang hier habe, also wenn ich das hier mit drin habe, dann werde ich übergehen, vielleicht in ein Muschelmuster oder nur noch in Stäbchen und den Rest dran häkeln. Dann ist sozusagen das Highlight die Herzchen und das bisschen ruhigere, zartere Grün, das Blatt. Ja, genau, damit das halt als Highlight mehr auf den Herzchen einfach liegt. Ja. So, das Tuch, die Herzchen hängen ja auf dem Kopf, wenn man das Tuch anhat. Mich persönlich stört das nicht. Das ist auch, also ich finde es jetzt nicht schlimm.
Man kann es ja auch anders häkeln. Das hat mir die liebe Zuschauerin auch drunter geschrieben. Da hat sie auch vollkommen recht. Das kann man natürlich auch machen. Und dann sind die Herzchen halt einmal gedreht, so dass sie, wenn du das Tuch anhast, richtig rum sind. Aber das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Man muss hier so ein bisschen zuppeln mit den Spitzen der Herzen. Aber wenn man das Tuch fertig hat und das liegt, und ich denke mal, wenn man es spannt oder auch mal ein bisschen zart bügelt, dann kommen die richtig gut zur Geltung. Also mir gefällt es so sehr gut. Es ist schön zu sehen, dass das so Herzchen halt sind. Gefällt mir mega gut. Die sind auch wirklich nicht viel Arbeit. Die bestehen aus 3 Reihen. Ne, sogar nur aus 1, 2. Ja, wenn man die obere mitzählt, sind es halt 3 Reihen. Und das ist wirklich, wirklich schön. Ja, letztes Mal habe ich es gezeigt. Letzte Woche, da war ich hier. Und da kamen hier die paar Reihen hier noch mit dazu. War jetzt nicht viel, aber das Tuch wird auch immer größer. Das heißt, die Reihen werden auch immer länger. Und wenn du das so dann siehst, das hat schon eine schöne Spannweite. Für ein kleines Tuch würde das schon reichen. Ich könnte es ja mal messen. Ich habe sowieso mein Maßband hier liegen, dass man vielleicht eine Seite hat. Ja, da sind wir schon bei 50 cm. Also eine Seite 50 cm. Machst es auseinander. Hast du also schon einen guten Meter von der Spannweite des Tuches. Ja. Und auch der Verlauf gefällt mir super gut. Ich finde das hier von dem Kräftigen in das Zarte und dann jetzt auch hier in das Grün. Mega schön. Ja, also da bewundere ich die Leute immer, die die Bobbel wickeln und erstellen, dass das immer so toll hinhaut. Also das ist mega schön, finde ich. So, Maschenmarkierer ist einmal umgesetzt. Dann die nächste Woche. Ich glaube aber, das begleitet uns mindestens noch 3 Wochen, 4 Wochen, also einen Monat. Ja, weil ich ja zwischendurch auch noch andere Sachen häkel und ja, auch nicht nur häkelt. Ich meine, ich gehe auch arbeiten und alles, also das kennst du bestimmt. Und deswegen, ich finde es nicht schlimm, wenn es ein bisschen langsamer wächst. Nur, ich möchte dir halt generell meinen Fortschritt einfach so zeigen, wie es so richtig ist bei mir. Und deswegen siehst du das alles, wie es in der Entstehung ist. Und manchmal passiert halt viel und manchmal passiert halt ein bisschen weniger. Ja. Ja, und dann habe ich ja gesagt, dass ich hier zu diesem Tuch gerne noch einen kleinen Vergleich machen möchte mit einer Dreiernadel. Und was soll ich sagen? Ich habe natürlich noch einen Bobbel gefunden, der vierfädig ist. Und den verhäkle ich jetzt hier mit dieser Dreiernadel. Da muss ich mich ein bisschen gewöhnen, weil die ist hier vorne sehr spitz. Und recht flott, muss ich sagen. Also da gleitet wirklich alles super drüber von den Garn. Ja, bin ich auch sehr zufrieden mit, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Ist ja nicht schlimm. Das ist dann halt so. Ja, auf jeden Fall hier zu dem Bobbel.
Das ist der Bobbel Wirklichkeit. Der hat nur 100 Gramm und ist vierfädig, also er hat 380 Meter. Ist von den Märchengarnen 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Aber ich finde das schön von den Farben her. So ein bisschen, also ich finde schon, dass der noch so ein bisschen in den Winter passt, aber auch so ein bisschen mit in den Frühling. Und deswegen ist es dieser geworden. Und da habe ich dann einmal auch die Herzchen richtig herum gemacht. Ja, habe das halt ausprobiert, was mir geschrieben wurde. Das da ist noch so ein Test. Da ist das irgendwie nicht so hingehauen, wie ich das gern wollte. Aber dafür hat es hier super geklappt. Und dann dachte ich aber, nee, ich mache den Vergleich. Also habe ich die Herzchen wieder so gehäkelt, wie ich sie an meinem Tuch, an dem großen häkel. Und ich muss sagen, ja, man sieht einen Unterschied. Ich finde das hier definitiv viel, viel schöner. Nicht, dass das andere jetzt schlecht ist oder mir gar nicht gefällt. Ich finde das auch toll. Wirklich gefällt mir gut. Ich werde das Tuch auch tragen. Aber man sieht schon mit der Nadel, dass das schon anders rauskommt. Je nachdem, was für eine Nadelstärke man dann nimmt. Ja. Und hier sind noch die Herzchen sozusagen in der Entstehung. Ja. Aber es ist auch genau gleich angeschlagen von der Maschenanzahl her, von allem. Und ja, was soll ich sagen? Man sieht einen Unterschied, ganz einfach. Ja, deswegen habe ich auch eben gesagt, den Maschenmarkierer nicht so weit weglegen. Einmal nehme ich mir noch hier mein ja, weiß nicht, wie man das nennt, meinen Maschenhalter, damit mir die Masche nicht aufgeht. Das einmal. Und dann auch der Markierer. Ich weiß jetzt nicht, wie die beiden Tücher miteinander wachsen, weil ich weiß nicht, ob ich mich dazu durchringen kann, halt eine längere Zeit ja immer wieder dasselbe Muster zu häkeln. Deswegen hatte ich auch hier gedacht, mit den 380 Metern ist das ausreichend. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich dann stupide immer dasselbe häkel, wird mir irgendwann langweilig und dann habe ich auch keine Lust mehr auf die Sachen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so schnell wächst. Es wird wachsen, aber ich nehme an, definitiv langsamer wie das rosane Tuch. Ja. Aber es wird wachsen. Daran gibt es keinen Zweifel. Ja. Wenn man die so nebeneinander sieht, Moment, ich hole mal hier den anderen runter. Also hier, das ist ja definitiv viel, viel lockerer. Jetzt aber, wie gesagt, nicht schlechter. Das heißt jetzt nicht, dass mir das gar nicht gefällt. Ich finde das auch sehr schön. Es lässt sich auch super häkeln vom Garn her. Ja, aber vom Muster her, von dem Herauskommen des Musters her, gefällt mir hier das definitiv besser. Und auch egal, ob man sie so rumhäkelt oder richtig rumhäkelt dann, wenn das Tuch bei einem ist, sozusagen auf den Schultern, finde ich, trotzdem ist das hier ein bisschen filigraner, ein bisschen feiner einfach, wie hier das. Ja, aber gut, dafür wollte ich ja den Vergleich machen oder möchte ich den Vergleich machen. Und deswegen zeige ich es dir auch. Denn vielleicht warst du ja genauso gespannt wie ich. Ich konnte mir das nicht so gut vorstellen. Und ja, ich finde es jetzt mal interessant, einfach das so zu sehen. Genau. Ja, und dann habe ich noch angeschlagen hier aus meinem Wollpaket, aus dem war ja auch so ein Rest, der mit da drin war, auch noch mal ein kleines Granny. Das ist jetzt noch ganz, ganz frisch und das ist das Muster
dass ich, nee, ist ein V-Muster. Ich dachte jetzt gerade, das ist das Muster vom Schal, aber das ist nur einmal das V-Muster. Also das, wo sozusagen, ja, dieses Muster ist das. Genau. Aber wie gesagt, das ist noch ganz frisch. Frisch, frisch, frisch. Das hat keine Eile, dieses Granny. Aber ich hatte Lust, das mal anzuschlagen. Man sieht es nicht so gut, weil das halt so dunkles Garn ist. Das geht nachher hier ins dunkle Blau-Grau über. Aber ja, ich wollte es jetzt nicht vorenthalten, weil das habe ich angefangen. Und das wird auch stetig und langsam mitwachsen. So, für den brauche ich noch den Markierer und den Maschenhalter. So, schauen wir mal, was man da noch nehmen kann. Ne, die Krone mag ich jetzt nicht. Was haben wir denn da noch drin? Das Kätzchen würde ich mir gerne aufheben. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Erdbeere. Bringen wir mal ein bisschen Farbe an das Gehäkelte. So. Und dann kann der oder das Granny auch ein wenig wachsen. Ja. Aber Priorität von den Anleitungen her ist einmal das Tuch. Da möchte ich aber hier noch ein bisschen weiter sein, weil ich das lieber mit einer Dreiernadel zeigen würde, anstatt mit der Vierer. Das Vierer werde ich dann auch im Video zeigen, wie das aussieht, aber ich glaube, mit der Dreiernadel kommt das alles ein bisschen besser rüber. Ja, und der Schal kommt halt, das Muster. Das werde ich aber wahrscheinlich in einem Tuch arbeiten. Mal schauen, wie ich das umgesetzt kriege in ein Schultertuch, weil ich glaube, da sieht das auch sehr hübsch dann drin aus. Aber muss ich auch mal erst schauen. Du wirst es bestimmt mitbekommen. Ja, und das sind jetzt eigentlich alle meine Häkelprojekte. Zu dem Granny kommt eine Anleitung. Die Anleitung hier, also das Muster von den Herzchen und das Muster von dem Schal, sind in Arbeit. Und ja, ich hoffe, dir hat das soweit gefallen, die Projekte. Du kannst mir ja gerne nochmal schreiben, was du alles so die Woche in den Fingern hattest. Ob zum Handarbeiten, also alles, was mit Handarbeit zu tun hat, um Gottes Willen. Das kannst du gerne alles mal unten reinschreiben, weil ich glaube, viele häkeln nicht nur, sondern die stricken, die sticken und. Also es gibt ja so viele schöne Sachen, die man machen kann von Handarbeiten her. Vielleicht ist ja auch mal was Neues für mich noch dabei, was ich mal gern probieren würde. Wer weiß. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bleib gesund, mach's gut. Tschüss.